Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute auf Borodeng und wir machen Folgendes. Und zwar trage ich mittlerweile mein Lippin-Set auf meinem zweiten Elementor. Der hat bis vor kurzem noch sein Nanemphis-Set plus 8 getragen mit 16% ADK. Da ich ihn jetzt aber ein bisschen gespielt habe und ich ja das Lippin-Set letztens plus 10 gemacht habe mit 4 Socken, habe ich jetzt die 28% ADK reingedonnert. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, aber ich meine, 4 Lightning 7 Karten kosten zum Glück nicht so viel auf Borodeng, dass es jetzt ein Weltuntergang wäre oder so. Außerdem hatte ich die noch rumliegen tatsächlich, ich musste nur 2 Stück kaufen. Genau, und dachte mir, naja, es hat noch keine Stats, also machen wir das doch. Und ja, ich habe hier 36 Int-Scrolls auf dem Char, ich habe noch hunderte weitere, falls wir sie brauchen sollten. Ziel ist natürlich nicht alles plus 4, das ist mir ehrlich gesagt Preis-Leistung. Hey, ziehen Sie sich was an, Sir. Das ist mir preis-leistungstechnisch nicht wirklich worth it. Ich finde immer, plus 2 sollte halt drauf sein, weil Stat-Scrolls sind verhältnismäßig günstig und man kriegt sie auch wirklich zur Genüge sehengebunden. Ich meine, allein, wie gesagt, hier sind jetzt 36 sehengebundene. Man kriegt sie also zuhauf normalerweise durch Battle Pass und Events manchmal auch. Und plus 2 hat halt auch eine relativ realistische Chance von 30%. Es geht normalerweise relativ schnell. Und ja, ich finde die Wahrscheinlichkeiten für diesen Stat-Scrolls, die beschreiben einfach perfekt, was das Problem bei so Oldschool-Flive ist. Weil Flive Universe hat ja schon ein bisschen nachgebessert bei so extremen Wahrscheinlichkeiten mit dem Pity-System. Gut, ich kann eigentlich schon anfangen, wenn ich darüber rede. Genau, also wie gesagt, Ziel ist jetzt erstmal plus 2. Mal gucken, vielleicht kommt da plus 3 oder plus 4. Aber das ist so, das beschreibt so perfekt dieses alte Problem, was es bei Flive PC gab. Die Werte hier bei den Stat-Scrolls sind auch die gleichen wie bei Flive PC. Die sind unverändert tatsächlich. Und ich finde halt einfach nur, also es ist halt so crazy. 1% 64. Gut, das 1% sag ich schon. Das plus 1 die höchste Wahrscheinlichkeit hat, 64%, ist absolut logisch. Das plus 2 die zweithöchste Prozentchance hat mit 30% ist auch logisch. Aber die verhältnismäßigen Anteile der Wahrscheinlichkeit mit halt plus 4, 1%, kann man sich vielleicht auch noch einreden lassen. Aber plus 3 hat auch nur 5% und das habe ich irgendwie noch nie so richtig verstanden. Und selbst plus 4 mit 1% ist irgendwie, was so Preis-Leistung angeht. Ich meine, klar, in einem Hardcore-Grind-Game wie Flive, da geht es nicht immer um Preis-Leistung. Manchmal geht es einfach nur darum, habe ich das beste Equipment oder habe ich es nicht? Ja? Und was es kostet, spielt für viele gar keine Rolle. Oh, das ging schnell tatsächlich. Mit 8 Scrolls alles plus 2. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist normalerweise kein Problem. Ich würde sagen, wir rollen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ja, aber wie gesagt, wir haben eine 6% Chance auf 3 oder 4 und eine 94% Chance auf 1 oder 2. Und ich finde einfach irgendwie, das ist nicht so wirklich richtig. Also keine Ahnung. Wenn ich die Wahrscheinlichkeit mir aussuchen müsste, würde ich sagen, plus 1 maximal 50%. Plus 2 würde ich wahrscheinlich bei 30 lassen. Und dann plus 3 würde ich wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht 17, 18 oder so. Und dann plus 4 halt, keine Ahnung, irgendwas maximal 5%, wahrscheinlich unter 5%, aber halt Minimum 2 oder 3% auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wäre das schon irgendwie so ein bisschen ermutigender, weil klar, wie ich es gerade schon gesagt habe, Hard-Grind-Game, manchmal geht es nur darum, hast du bestes Equipment, hast du es nicht. PvP wäre so ein Beispiel, wo das natürlich für viele Leute eine Rolle spielen würde. PvE jetzt vielleicht nicht unbedingt, ob da jetzt ein STR, ein Int mehr drauf ist, das juckt die meisten, glaube ich, nicht so sehr. Also ich denke, im PvE hat man mehr die Argumentation, lohnt sich das, Preis-Leistung, whatever. Und ich denke, vor allem im PvP hat man eher die Argumentation, ist mir egal, es soll einfach so gut wie möglich, ich will so viel Schaden wie möglich haben, ich will jeden Stat mitnehmen. Also da gibt es ja diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, also so grundsätzlich bin ich damit ehrlich gesagt eher unzufrieden. Und wir haben jetzt 36 Scrolls, also sollte ich alle benutzen, dann würde ich jetzt eigentlich auch schon erwarten, dass da mindestens einmal plus 3 kommt, weil immerhin, wie gesagt, wir haben eine 6% Chance. Also es ist eigentlich mehr als realistisch, bei 36 mindestens eine 3 oder eine 4 zu kriegen. Aber Stat-Scrolls haben mich auch die letzten Male, wo ich sie benutzt habe, jedes Mal im Stich gelassen. Jetzt haben wir 3 mal plus 2 hintereinander bekommen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Gar nicht mal so wahrscheinlich, wollte ich eigentlich sagen. Ja, so ein Stats-Scroll ist echt immer so ein Trauerspiel. Ich verstehe halt nicht, wie man da so geistesgestört reinlacken kann. Also ich glaube, ich habe in Flive Universe einmal eine 4 bekommen, aber bestimmt schon weit über 300 Scrolls benutzt. Ich könnte sogar sagen, dass die 4 nicht mal bei mir war, dass ich dafür jemand anderen gerollt habe. Ich überlege gerade.
Also mir fällt pauschal zumindest nichts ein. Ich kann mal kurz beim Stuff gucken. Was hat der? Der hat auch in +2 natürlich, ja klar. Ja, es ist so lächerlich. Oh ja, ja, natürlich. Da kommt's jetzt. Jetzt habe ich noch 6 Stück. Ja, das heißt, wir haben jetzt genau 30 Stück gebraucht für einmal +3. Wenn man es so sehen würde, ich hätte jetzt ja auch alle 30 nur auf ein Item reinhauen können, theoretisch. Ja, ich habe relativ viele von den Stat-Scrolls. Ich würde sagen, wir gehen auch bis zur nächsten 3 oder 4. Außer sie kommt schnell, dann gerne auch früher. Aber wie gesagt, meine jüngsten Erfahrungen in dem Gebiet waren echt auch nicht so gut. Also erstmal habe ich für jemand anderen gerollt, Anfang des Jahres, glaube ich. Da waren es, glaube ich, auch, ich glaube, 95 oder so für eine 3. Das war auch geistesgestört schlecht. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal für mich selber gerollt. Für meinen Blade war das, glaube ich. Kann das sein? Oder war es schon letztes Jahr? Ich weiß nicht mehr genau, wann das war mit meinem Blade. Aber das war auf jeden Fall auch 50 oder so. Und ich glaube, ich hatte eine 3 oder... Ja, ich glaube, da hatte ich sogar 2 Dreier. Aber auf jeden Fall nie eine 4. Eine 4 kommt einfach nie. Jetzt hat man auch wieder relativ viel Glück, dass nur 2er kamen. Ja, ich switche nochmal den Charakter und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich hätte jetzt gesagt, plain und simple. Ich hole mir hier mal, ich habe die falschen geholt. 40 mal Int. Achso, nee, 30, nehmen wir mal 30, ich wollte schon sagen. Da passt irgendwas nicht. Intelligenz. Und dann hätte ich jetzt gesagt, wir packen jetzt einfach mal auf jedes Ding, egal was kommt, einfach mal 10 Scrolls. Und wenn das nicht klappt, mit +3 oder 4, dann packe ich überall wieder +2 drauf und Feierabend. Das hätte ich jetzt so gesagt. Also wie gesagt, das erstmal einfach auf alles 10. Damit sollte man ja eigentlich auch schon eine halbwegs realistische Chance haben. Ich meine, klar, bei einer 6% Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu viel, aber ja, irgendwann muss man ja auch mal Glück haben, sage ich mal. Wenn man genug Scrolls benutzt, sollte ja irgendwann auch mal das Glück kommen. Außerdem haben wir schon 30 benutzt, wenn man es so sehen möchte. Das wären dann nochmal 30, also dann schon 60. Da würde man eigentlich, wie gesagt, mit 2 Dreiern rechnen. Und ich habe gerade durch das Einloggen meiner anderen Chars festgestellt, der letzte Char, bei dem ich es gemacht habe, war tatsächlich mein Knight. Das habe ich komplett vergessen. Und da habe ich tatsächlich auch 2 Dreier bekommen, aber das hat auch über 60 oder 70 Scrolls gekostet. Also auch da kein Glück gehabt und auch keine 4 bekommen. Also ich verstehe nicht, warum die 4 so selten ist. 1% Wahrscheinlichkeit. Würde man ja eigentlich denken, alle spätestens etwas über 100 Scrolls kommt dann irgendwann mal die 4, aber ich weiß nicht, also bei mir kommt die irgendwie nicht. War das jetzt schon noch 21, ne? Ich glaube schon. Ja. Also auch wieder keine 3, keine 4. Wie gesagt, an für sich ist mir das nicht so wichtig, also ich lege da tatsächlich auch echt nicht viel Wert drauf, aber man hat halt, wie gesagt, relativ viele Stat-Scrolls und ab und zu mal ein paar zu benutzen, finde ich jetzt echt nicht verkehrt. Verschwenden will ich sie aber natürlich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt hier dieses Limit reingehauen, in Anführungszeichen. 2. Also 36 plus 30. 66 hat... Oh, da ist die 3. Okay, na gut. Ja, aber das waren jetzt ja auch wieder 15 plus 36 sind schon 51. Also die kam, wenn man es so sieht, eigentlich auch schon wieder recht spät, die 3. Also die nächste müsste jetzt theoretisch früher kommen, falls doch eine kommt überhaupt. Und wie gesagt, irgendwann könnte auch mal eine 4 kommen. Die ist uns noch schuldig vom letzten Mal. So funktioniert, by the way, Mathematik, meine Kinder. Bruh. Ja, ich würde sagen, wir ballern jetzt einfach alle restlichen auf den Helm. Und wenn es, wie gesagt, beides nicht klappt, dann machen wir beides wieder auf +2 und dann callen wir es ein Day. Die Handschuhe sind gerade auch bei +1, lustigerweise. Mal gucken, auf was der Helm enden wird. Ich meine, alles +3 wäre natürlich schon cool, weil es einfach besser aussieht dann für sich. Aber gut. Also, das ist mir dann auch egal. Ich bin ja sogar jemand, dem sind Skins relativ egal. Das ist mir natürlich auch egal, ob die Stats auf meinen Waffen quasi synchron sind oder nicht. Auf meinen Rüstungen, Waffenrüstungen, whatever. Ja, also eine 4 hätte ich schon mal gerne. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon mal eine gerollt, aber das ist bestimmt schon ewig her. Und könnte es sein, dass ich das gar nicht mehr habe, wo ich die drauf gerollt habe. Also wahrscheinlich war es bei meinem Ranger. Bei meinem Ranger war ich immer relativ lucky, tatsächlich. Seit ich Elementor spiele, bin ich irgendwie nicht mehr so lucky, habe ich das Gefühl. Außer Schmuck-Upgrades. Schmuck-Upgrades... Oh, okay. Also Schmuck-Upgrades laufen relativ gut. Aber sonst, würde ich sagen, hält sich in Grenzen. Okay, das ist auch wieder die 2.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie viel haben wir jetzt? Aber es ist ja egal. Jetzt haben wir gleich die 66. Das ist die 6. Ah, nee, doch nicht. Wir haben noch 2, ne, meint. Ja, wenn man sie doppelklickt, dann verschwindet immer. Oh, okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist auch total bescheuert. Das eine ist noch übrig geblieben, aber die benutze ich jetzt natürlich nicht, bin nicht lebensmüde. Ja, aber wieder keine 4 bekommen, aber damit kann ich leben, weil wir haben 4 Dreier bekommen. Jetzt zum Schluss, was waren das? Was waren das jetzt am Schluss? Wie viel waren das jetzt? Ich habe jetzt gar nicht genau genug drauf geachtet. War es jetzt innerhalb von 5 Stück oder so, jetzt 2 und 3 kam, oder? Das ging jetzt sehr, sehr schnell. So schnell, dass ich es gar nicht realisiert habe. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut gelaufen. Aber wie gesagt, das war mir das Game eigentlich auch so ein bisschen schuldig, weil Blade lief nicht gut, Knight lief nicht gut. Für eine andere Person lief nicht gut. Unabhängig von mir jetzt, aber wie gesagt, da auch irgendwie 70 für eine 3, insgesamt 90 benutzt oder so. Also, keine Ahnung, ultra schlechte Quote irgendwie, die ich da habe. Aber zumindest mal wieder ein kleines bisschen Glück gehabt, oder? Also schon über die 3 drauf, nicht, dass ich jetzt irgendwas noch verkackt habe. 3, 3, 3, 3 sind 12 Int mehr. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, im PvE-Bereich ist es jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt 8 oder 12 Int sind. Das macht so gut, also spürbar, effektiv keinen wirklichen Unterschied. PvP, wie gesagt, ist eine ganz andere Sparte, da sieht man das auf jeden Fall anders. Aber ja, finde ich jetzt trotzdem cool, dass es geklappt hat. Und was hat mein Stuff nochmal? Der hat eine 2, ne, genau. Ja gut, aber das ist ja auch übelst der Trash-Stuff, da mache ich auf jeden Fall nichts mehr, der bleibt so, wie er ist. Ja gut, wobei ich könnte noch eine Karte reinpacken, sehe ich gerade. 3 von 4, das sieht ein bisschen kacke aus. Eine D-Karte zumindest oder so. Was haben wir hier im Angebot? D. Packt man eine Water D, würde ich sagen, rein. Ich glaube, Volt D gibt keine Verringerung von Dingenskirchen, genau. Da packt man lieber eine Water rein. Holen wir uns nochmal 2 Int. Das ist auch random. Warum hat er 4 Sockel, aber nur 3 Karten? Das ist so random. Keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ja, wie gesagt, kurzes Upgrade von meinem Zweitelementor sozusagen. Jetzt können wir auch das CS wieder ausblenden. Ich finde das Lippin-Set tatsächlich auch relativ cool. Das sind die Dryad-Sets aus FlyFPC. Die Dryad-Sets haben generell ziemlich coole Designs. Nicht alle. Ein paar sehen besser aus, ein paar sehen schlechter aus. Aber ich finde generell alle Set-Designs ab Level 125 von FlyFPC, und das ist eins davon, da haben sie sich tatsächlich relativ viel Mühe gegeben. Die sehen richtig, richtig cool aus. Ja. Nicht alle, wie gesagt, aber einige. Und auf jeden Fall ganz neue Konzeptideen teilweise auch dabei. Wenn da noch weitere Sets ins Game kommen, werdet ihr das auch sehen. Bei den 150er White Sets sind ja die Yggdrasil-Sets, da sieht man es auch ein bisschen. Weil ich die Yggdrasil-Sets tatsächlich gar nicht so nice finde. Ich finde die Kaigas und die Dryad tatsächlich besser. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge Sachen, die hier noch kommen können. Und ja, dann würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Und ciao, ciao.